Sturmstärke, volle Pulle. Alter, was war das denn? Eine der krassesten Achterbahnen, die wir je gefahren sind, die super klein ist, aber eigentlich total riesig und total geistesgestört. Und das haben wir so noch nicht erlebt. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Magazin und einem neuen Coaster Review meinerseits, und heute reden wir über Gale Force, eine Achterbahn, die einige Besonderheiten hat, einen Namen, den man vielleicht nicht kennt, eine Bahn, die vielleicht nicht so bekannt ist, die aber total absurd ist und wirklich mich fertig gemacht hat. Und wenn ihr so eine Bahn fahrt und ihr macht euch ein, da braucht ihr was Neues zum Anziehen. Guckt mal, ich habe ein neues T-Shirt und das habe ich bei redreview-shop.de bestellt. Das macht ihr jetzt auch. Wir haben nämlich T-Shirts in 3 verschiedenen Farben mit 2 verschiedenen Designs, und checkt das Ganze aus. Ein Buch könnt ihr sogar auch noch vorbestellen, wenn es noch da sein sollte. Wenn nicht, dann nicht. Aber T-Shirts geht noch. Auf jeden Fall. Checkt das auf jeden Fall aus. Supportet das Ganze. Vielen lieben Dank. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Review. Und zwar geht es für diese Review zu einem Park, wo ich beim Vlog die ganze Zeit und nicht bei den Namen mir merken konnte. Playlands Castaway Cove. Ich muss jetzt immer noch ablesen. Den Park gibt es aber schon seit 1959 und ist ein Pierpark direkt am Strand, am Meer, und zwar in Ocean City. Das ist im Bundesstaat New Jersey in den USA. Aktuell haben die 4 Coaster, einige Flatrides, einen sehr komischen, ollen SBF-Nachbau vom Laserdance als Breakdance. Ganz komisches Ding, hat man im Vlog gesehen. Ich weiß nicht, ob der Vlog schon online ist. Ich weiß nicht, wann dieses Video hier kommt. War auch ein wilder Tag, aber faktisch kann ich jetzt schon mal sagen, boxt die Bahn ein durch die Strecke, und das haben wir grafisch dargestellt, dass das passiert da unterwegs. Es ist so ein bisschen impulsartig und immer wieder kriegst du mal die 4G in den Nacken geklatscht. Aber es fährt eigentlich ganz ordentlich. Die Zahlen von dieser Bahn sind nicht so beeindruckend, außer vielleicht die 4G und wie oft die da irgendwie kommen. Und auch die Geschwindigkeit mit 103 km/h, das auf einer Streckenlänge von nur 387 Metern und einer Höhe von 38 Metern. Um das Ganze irgendwie zu bewerkstelligen, gibt es einen LSM-Launch, und das Ganze steht auf einem wirklich kleinen, geringen Footprint. Aber Step by Step müssen wir jetzt ein bisschen durchgehen, weil Gale Force ist ein bisschen komplexer und ist mehr als nur die Achterbahn. 2015 wurde das Ganze angekündigt, 2 neue Coaster sollten kommen. Der Grund auch ein bisschen, dass 2 Coaster gehen mussten, um Platz zu machen für Gale Force. Zum einen Flitzer, von 1994 bis 2015 ein Zierer-Flitzer, der dort stand, wurde verkauft an Schausteller in Florida. Und Python, 1996 eröffnet, bis 2015 Pinfari Cyclone. Das ist ein bisschen spannender, denn der ging nach C.J. Barry Ware's Family Entertainment Center in Michigan. Und wenn euch das ein bisschen was sagt, habt ihr vielleicht unseren 8 Mile Detroit Vlog gesehen. Verlinke ich euch gerne auch nochmal hier oben. Und da haben wir nämlich diesen Park besucht und sind diese Bahn gefahren, die jetzt im Oktober 2025 geschlossen wurde in dem Park. Aber das ist nicht so schlimm, denn die Bahn ging jetzt nach Florida und wird ab 2026 im Swampy Jack's Wagon Adventure fahren, ihre Runden drehen. Dafür gab es aber im Playlands Castaway Cove 2 neue Achterbahnen. Und zum einen Wild Waves, und das ist die Bahn, die umschlingt Gale Force. Das in 2 Schleifen. Man fährt aus der Station raus, dreht eine Runde da drum, dreht noch eine Runde da drum und kommt dann wieder in der Station zurück, wenn ihr versteht, was ich meine. Also 2 Ringe werden da drumherum gefahren. Das Ding ist aber ein absolutes Airtime-Monster. Ein E&F Miler Industries Coaster. Macht voll Spaß, fährt aber wie gesagt nur im Kreis und hat Airtime-Hügel. Kann man jetzt nicht viel zu erzählen, aber es bockt einfach. Also es ist eine Bahn, die gehört echt in jeden Freizeitpark, weil es einfach nur spaßig ist. Aber mehr kann man auch nicht zu erzählen. Aber wie gesagt, das wurde alles 2015 angekündigt und sollte 2016 eröffnen. Das konnte aber nicht gehalten werden. Unter anderem gab es mit Schienenproblemen bei Gale Force, die halt irgendwie wohl nicht so geil gefertigt waren. Und dann gab es halt das Opening 2017. Und da kann ich dann auch schon mal vorwegnehmen, die haben im Winter 2017, 2018 komplett alle Schienen nochmal neu gemacht. Die Stützen sind geblieben, aber Gale Force hat alle Schienen neu bekommen. Da hat irgendeiner wohl Schiene nicht toll gebogen. Es gab zu viel Beschwerden, und also vor allem, wenn das so massiv ist, dass du alle Schienen tauschst, da ist da, glaube ich, ein bisschen was mehr passiert. Verantwortlich für den Start ist übrigens Intermountain Lift, dann haben wir das auch schon mal. Und Northwest Coasters haben die Bahn installiert. Die können es auch verbockt haben. Wenn du nämlich beim Aufbau zu viel Spannung reinbringst, hast du auch Probleme. Bevor wir mit den Herstellern weitermachen, vielleicht ganz kurz noch zu dem Zeitstrahl, den ich ja gerade schon angefangen habe. Und 2019 hat man nämlich entschlossen, dass die Bahn ab da an 2 Runden fährt. Vorher ist sie nur 1 Runde gefahren.
Seitdem fährt sie 2 Runden, was natürlich auch mehr Sinn macht und die Fahrzeit etwas verlängert, was auch nötig ist. Kommen wir auch gleich zu. Hersteller des Ganzen ist S&S Worldwide. Ja, richtig, das sind die den Ring Racer verbockt haben am Nürburgring. Ist ja dieses Jahr noch mal ein bisschen größer geworden, das Thema, weil das Ding ja jetzt zurückgebaut wurde und ja, Schrott ist. Aber hier hat man keinen luftbetriebenen Abschuss gebaut, sondern einen LSM-Launch, also einen Linear-Synchronmotor. Der pendelt ein bisschen hin und her. Designer des Layouts ist nicht, wie man vielleicht vermuten würde, wenn man das sieht, Alan Schielke, sondern Joe Draves. Der hat laut der Rollercoaster Database 9 Achterbahnen bis jetzt designt, die teilweise echt crazy sind und wir gefahren sind. Aber eigentlich gehört er zur Ride Center Line und die sind auch maßgeblich für die Layouts von Great Coasters International, also GCI, verantwortlich. Und der hat halt einfach geschafft, wenig Strecke mit viel Fahrt auf einen noch viel kleineren Footprint zu packen. Und zwar reden wir von einer Fläche von 67,1 mal 12,2 Metern, die man für Gale Force braucht, wo ja auch noch eine zweite Achterbahn sich mit drumherum wickelt. Der Zug ist auch total seltsam. Man sitzt irgendwie auf dem Boden, also wirklich auf dem Boden. Die haben einfach die Sitze auf die Bodenplatte geschraubt. Dann gibt es 3 Reihen, 4 Plätze nebeneinander, 3 Reihen, 12 Leute pro Zug, alles gut. Der Zug ist aber zweigeteilt. Und man hat die ersten beiden Reihen sind ein Waggon und die letzte Reihe ist ein einzelner Waggon. Da ist der Zug geteilt. Auch ein bisschen weird. Dann gibt es Over-the-Shoulder Lapband mit fetten Gummi-Softwesten. Das Ganze auch nochmal mit dem Gurt gesichert. Ja, typisch S&S. Also das ist okay. S&S ist immer ziemlich großzügig und baut irgendwie überall dann gleiche Bügelsysteme ein, was manchmal ziemlich wild aussieht, aber macht ja auch Sinn, wenn das dann von einem Hersteller alles irgendwie gleich ist. Aber dazu kommt jetzt noch, die haben halt auch nur diesen einen Zug. Also du hast 12 Personen in einem Zug, der zweigeteilt ist, Over-the-Shoulder-Lap-Bars mit Softweste und Gurt und dann fährt das Ding 2 Runden. Und es gibt keinen Switch in der Station oder einen B- und Entladebereich oder sonst was, so du wartest, bis der Zug zurück ist. Also es war auch, wenn ihr den Vlog gesehen habt, ein großer Kampf, aber es hat funktioniert. Und jetzt kommt das Verrückte, was man irgendwie gar nicht wahrnimmt, wenn man die Bahn so sieht, vielleicht nicht auf den ersten Blick und vor allem, wenn man die Bahn fährt, auch irgendwie nicht wirklich. Es gibt keine Inversion. Diese Bahn fährt nicht über Kopf. Und es sieht aber so aus, als ob sie das machen würde. Und es ist total crazy. Aber eigentlich macht die Bahn die ganze Zeit das Gleiche. Und auch das wirkt nicht so. Weil es geht das Türchen auf. Wir werden abgeschossen. Einmal vorwärts, dann geht es ein Stück hoch. Dann rollen wir rückwärts. Dann werden wir rückwärts nochmal abgeschossen. Da geht es noch ein bisschen weiter. Es wird schon ein bisschen überneigter. Und dann gibt es natürlich volle Pulle den dritten Launch. Denn es ist ein Triple Launch Coaster. Und dann schießen, eigentlich launchen wir 4-mal, aber die verkaufen es als Triple Launch Coaster. Ich hätte da 4 draus gemacht, weil vor, zweite Runde launcht ja auch nochmal. Ich bin ja auch nicht im Marketing von S&S Worldwide. Auf jeden Fall gehen wir dann mal auf 103 km/h und ballern nach oben und es geht halt sehr steil nach oben und quasi auf dem Bierdeckel wenden wir den ganzen Zug und es gibt eine 180-Grad-Kurve und die Richtung, aus der wir kommen, in die fahren wir sofort wieder und das einfach oben auf der Spitze gedreht. Es geht natürlich so ein bisschen leicht rechts, damit wir jetzt nicht unten wieder auf die Schiene drauf knallen und wieder hoch und sehr ähnlich drehen wir wieder so ein, aber irgendwie nochmal verdrehter und dann geht es wieder runter und dann dasselbe Spiel nochmal und dann geht es wieder hoch, dann geht es nach rechts geneigt und dann wird der Zug eingedreht in einen Dive Drop nach links runter und wir durchfahren die Station und dann wird der Zug nochmal gelauncht und wir machen das Ganze halt nochmal, weil wir 2 Runden fahren. Alter Verwalter, das Ding ist echt intensiv und krass und anstrengend und crazy. Softwesten cool, weil die Bügel sind was weiter weg und das braucht man auch, weil es trotz allem das Ding schon ein bisschen ruppig unterwegs ist. Logisch hat er gesagt, ey, da kannst du froh sein, dass das so gebaut ist. Das ist schon sehr wichtig in dem Fall der Bahn. Ist halt immer noch nicht perfekt und dann will ich nicht wissen, wie war es denn vorher, als man sich entschieden hat, okay, wir müssen alles austauschen. Es ist halt ein richtiger White-Knuckle-Ride. Krass intensiv, heftig, 4G. Aber du bekommst halt eine große, intensive, verrückte Achterbahn mit einer relativ langen Fahrt auf einem sehr kleinen Platz. Voll geil. Aber an so vielen Stellen ist das Ding halt nicht ausgereift. Ob es jetzt der Zug ist, die Fahreigenschaften, das B- und Entladen mit Wartezeiten. Bei uns hat es später aufgemacht aus nicht erfindlichen Gründen. Es gab einen Post-it, der in eine Scheibe geklebt wurde, dass die Bahn erst später aufmacht. Also 2 Stunden nach Parköffnung erst geplant aufmacht.
auch komisch. Das sind so viele Punkte, das ist halt schade. Aber es bockt, unbedingt machen. Guckt, dass ihr das irgendwie einplant, wenn ihr die Ostküste der USA macht im Sommer. Lohnt sich auf jeden Fall. Meine Frage ist aber, kanntet ihr die Bahn schon? Weil ich kannte Bilder davon, war selbst überrascht, als wir hingefahren sind, dass diese Bahn da steht, weil ich mich jetzt auch nicht weiter beschäftigt habe, wo steht die Bahn, die ich mal gesehen habe und interessant fand. Und ja, das Ding ist einmalig. Das wurde so nicht nochmal gebaut. Und das war schon sehr wichtig, das mal zu fahren. Und haben wir gemacht, hat Spaß gemacht, ist cool. Und ich habe irgendwie jetzt das, was wir erlebt haben, versucht jetzt mit euch zu teilen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, Anregungen, irgendwas, ey, Kommentare, vielleicht kann ich euch dann noch was beantworten. Und ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf dem Redview YouTube-Kanal.